Ihr findet, das Tabletop-Hobby ist kreativ und vielfältig und sollte daher unbedingt auch in einem Museum gewürdigt werden? Dann aufgepasst, denn gemeinsam mit der Hamburger Taktika möchte ich euch zu einer großen Community Challenge einladen, bei der Space Marines von eurem Maltisch quasi direkt ins Museum wandern. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Die kommende Hamburger Taktika im Februar 2026 ist die mittlerweile 20. Veranstaltung dieser legendären Tabletop Convention. Anlässlich dieses Jubiläums starte ich gemeinsam mit dem Taktika-Team und vor allem euch eine große Community Challenge. Die Aufgabe dabei ist ganz einfach. Bemalt die wohl ikonischste Tabletop-Figur überhaupt. Genauer gesagt, einen Space Marine. Und bringt ihn dann zur nächsten Hamburger Taktika mit, die am 28. Februar und 1. März 2026 wie immer im Bürgerhaus Wilhelmsburg stattfindet. Und wer es nicht zur Veranstaltung schafft, kann mir seine Figur auch gerne vorab per Post zuschicken. Auf der Jubiläumstaktika werden dann alle Space Marines auf einer großen Dioramaplatte ausgestellt, die ich noch in den kommenden Wochen bauen werde. Nach der Taktika wandert diese Platte samt all eurer Space Marines dann ins Zinnfigurenmuseum nach Goslar und ist fortan Teil der dortigen Dauerausstellung. Entsprechend kann jeder von euch mitmachen, egal ob er die Taktika persönlich besucht oder es leider nicht nach Hamburg schafft. Und jeder Space Marine ist natürlich willkommen. Egal welcher Orden oder welches Fantasie-Chapter, egal ob aufwendig oder eher schlicht bemalt. Zeigt der Welt einfach nur, wie kreativ ihr drauf seid und wie vielfältig das Hobby ist. Entsprechend sind auch Umbauten erlaubt und ihr dürft selbstverständlich jeden Space Marine als Basis verwenden, der jemals von Games Workshop erschienen ist. Also egal ob aus Zinn, Resin oder Plastik und egal ob Firstborn, Primaris, Terminator, Chaos, Nurgle oder was weiß ich. Auch bei der Base-Gestaltung dürft ihr euch frei austoben. Die einzige Einschränkung ist die Base selbst. Verwendet gerne eine aktuell übliche 32 mm Base, jedoch maximal eine 40 mm Base. Teure Charaktermodelle mit großer Dioramen-Base dürfen entsprechend in eurer Sammlung verbleiben. Aber ganz wichtig, klebt unbedingt einen Magneten unter die Base, damit alle Miniaturen sicher von Hamburg ins Museum nach Goslar transportiert werden können. Und eine Schicht Mattlack auf dem Modell kann ebenfalls nicht schaden. Bringt euer fertiges Modell dann entweder mit zur Hamburger Taktika und gebt es dort direkt am Eingang an meinem TWS-Stand ab. Oder schickt es mir bis zum 23. Februar 2026 zu. Die Packstation-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Unterstützt wird diese Community Challenge übrigens nicht nur von der Hamburger Taktika und dem Zinnfigurenmuseum aus Goslar, sondern auch von den 3D-Designern von War Scenery und von Crowdcover. War Scenery hat mir nämlich etliche 3D-Druckdateien für die Dioramaplatte zur Verfügung gestellt und mich auch beim Ausdrucken der epischen Mauern und Türme unterstützt. Bei der Gestaltung der restlichen Platte unterstützt mich Crowdcover mit verschiedenen Streumischungen, Kleber und Versiegelung. Mehr zum Bau der Platte und dem Bemalen der Festungsmauer zeige ich euch im Januar 2026. Schnappt euch bis dahin am besten schon mal einen Space Marine aus eurer Sammlung und legt mit dem Bemalen los. Vielleicht sogar als Familienprojekt, denn wirklich jeder Taktika-Besucher darf eine Figur beisteuern. Also auch Kinder. Die Hamburger Taktika, War Scenery, Crowdcover, das Zinnfigurenmuseum Goslar und ich freuen uns jetzt schon auf eure Space Marines. Teilt diese Aktion auch gerne auf Social Media und wenn ihr dort vorab eure Minis präsentiert, nutzt dabei gerne den Hashtag Marines ins Museum. Viel Spaß beim Mitmachen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!